Ganz oft fragen Mandanten, kann ich wirklich ins Ausland umziehen und wirklich überhaupt keine Steuern bezahlen? 0%, nur damit bin ich glücklich. Und dann wird vielfach vielleicht hier das Modell des sogenannten digitalen Nomaden oder Perpetual Travelers porträtiert, der ja nirgendwo lange genug ist, um Steuern auszulösen und damit auch keine Steuern bezahlen muss, möglicherweise hier noch seine eigene LLC hat. Nun, es ist eine interessante und eine berechtigte Frage. Meine Antwort darauf ist, ja, es ist tatsächlich möglich, dass du in deinem Wohnsitzland keine Steuern bezahlst, aber vielleicht nicht so, wie du dir das vorstellst und vielleicht auch nicht für jeden. Die Ausgangssituation ist ja bei jedem unterschiedlich. Manchmal macht es mehr Sinn zu sagen, okay, ich bezahle etwas Steuern und dafür lebe ich in einem Land, wo ich glücklich bin, als in irgendeinem Land, wo es mir überhaupt nicht gefällt. Und dort bin ich dann zwar deprimiert, aber zahle keine Steuern. Das würde ja nichts bringen, oder? Aber fangen wir zunächst mal an mit den Möglichkeiten, die es so gibt. Nun, es gibt tatsächlich auch Länder in der Europäischen Union, sagen wir zum Beispiel mal Irland, Malta, Spanien unter manchen Bedingungen, wo du, wenn du ausländische Kapitalerträge hast, keine Steuern auf diese Einnahmen bezahlen musst. Mal angenommen also, du ziehst nach Malta um, hast dort den Non-Dom-Status, hast dann in der Schweiz ein Depot und aus diesem Depot heraus verkaufst du regelmäßig Wertpapiere, gerne auch in erheblichem Umfang, dann sind diese Einnahmen komplett in Malta steuerfrei. Auch Dividenden, die du erhalten würdest, wären komplett steuerfrei. Nur bei Dividenden ist es ja so, die sind ja an der Quelle meistens besteuert. Ja? Das heißt, wenn du jetzt Dividenden zum Beispiel bekommst aus den USA und du lebst in Malta, dann würdest du möglicherweise 15 oder 30% Dividende bezahlen. Und da du ja lokal eben keine Steuern auf diese Einnahmen bezahlen musst, könntest du dir also nicht mit irgendwas verrechnen, wie du es ja jetzt in Deutschland kannst mit der Abgeltungssteuer. Daher also wären diese Einnahmen zwar in Malta steuerfrei, du zahlst aber in den USA Steuern auf diese Einkünfte und damit ist es wiederum nicht steuerfrei. So, bei Krypto natürlich wäre es ganz ähnlich jetzt in Malta, wie ich es gesagt habe, wenn du da Krypto umtauschst in eine andere Kryptowährung oder aber auch in Fiat-Geld, wären auch dann in Malta darauf keine Steuern zu zahlen, wenigstens wenn man es richtig macht. Es darf natürlich nicht hauptberuflich sein oder gewerblich und so weiter und so fort. Das Gleiche würde auch zutreffen auf Irland, das Gleiche würde auch zutreffen auf Spanien unter bestimmten Bedingungen. Das sind jetzt mal nur ein paar europäische Länder. Wenn du jetzt natürlich in einem Land wie den Bahamas wohnst oder auf den British Virgin Islands wohnst oder in Dubai wohnst, wo es gar keine Einkommensteuer gibt, dann ist das natürlich auch der Fall. Und du hättest solche Kapitalerträge, würdest du darauf überall keine Steuern bezahlen. Immer natürlich unter dem Vorbehalt, dass es gerade bei Dividenden auch Steuern am Sitzstaat des Emittenten gibt. Andere Einkünfte, die vielleicht viele von euch haben, sind Mieteinnahmen. Auch in den genannten Ländern oder in vielen anderen Ländern auf der Welt sind ausländische Mieteinnahmen nicht steuerpflichtig. Allerdings müssen diese natürlich dann am Ort der Immobilie versteuert werden. Also selbst wenn du auf den Bahamas wohnst oder in Dubai wohnst und deutsche Immobilien hast, wirst du immer die Miete in Deutschland versteuern müssen. Das heißt auch dort wiederum keine Steuer lokal, dort wo du wohnst, aber dort, wo das Einkommen generiert wird. Das Gleiche wäre auch der Fall, wenn du zum Beispiel in Ländern wie Thailand, Malaysia und Indonesien wohnst und dort die steuerlichen Sonderstati ausnutzt, die es gibt. Gleiches gilt für Singapur, Panama, Costa Rica und ähnliche Länder. All sie haben das gleiche Prinzip. Ausländische Einkünfte sind dort steuerfrei, aber aufgepasst, möglicherweise fallen Steuern dort an, wo die Einkünfte generiert werden. Schauen wir uns andere Einnahmequellen an. Wenn du zum Beispiel ein Unternehmen hast und dieses veräußerst, also hier sogenannte Veräußerungserlöse generierst, du veräußerst Unternehmensanteile, manchmal Aktien, je nachdem, um was es für ein Unternehmen sich handelt. Auch diese Einkünfte sind in den genannten Ländern und vielen anderen Ländern steuerfrei. Aber auch hier natürlich muss man wieder aufpassen, je nachdem, wie dieser Deal strukturiert ist, dass du im Land des Unternehmens keine Steuern bezahlst. Hier kann möglicherweise eine Holdinggesellschaft helfen,
muss aber auch nicht der Fall sein, hängt dann vom Land des Unternehmens tatsächlich ab. Ein Problem sind tatsächlich Einkünfte, die du mit deiner Hände Arbeit verdienst. Also zum Beispiel als Programmierer, Berater, Coach oder sonst irgendwas. Wenn du solche Einkünfte hast und in eines der genannten Länder umziehst, dann ist es oftmals so, dass du dort dann vor Ort eine Betriebsstätte hast. Selbst wenn das Geld, die Zahlung aus dem Ausland kommt, bist du dann dort vor Ort möglicherweise steuerpflichtig. Ein einfacher Weg kann sein, dass du eben nicht vor Ort arbeitest. Es fällt mir zum Beispiel ein, hier ein DJ. Ein DJ wohnt in Malta, tritt aber auf in vielen anderen Ländern. Diese Einkünfte müsste er nicht in Malta versteuern, obwohl er in Malta wohnt und dort seinen Lebensmittelpunkt hat. Diese Einkünfte haben eben keinen Bezug zu Malta. Das Gleiche wäre auch der Fall für Irland und ein paar andere der Länder, die wir vorhin genannt haben. Wenn du aber vor Ort arbeitest und tatsächlich darauf angewiesen bist, hier 8 Stunden vorm Computerbildschirm zu sitzen, dann ist es unwahrscheinlich, dass du hier, wenn du in einem solchen Land lebst, keine Steuern bezahlen musst. Dann kann man natürlich nach günstigen Strukturen suchen. Zum Beispiel Malta könnte man eine Firma gründen, dann zahlst du maximal 5% Steuern, sowohl persönlich als auch in der Firma. Ja, also die Gesamtbesteuerung ist 5%. Das ist natürlich trotzdem sehr gut. In Zypern wäre das Ganze mit 12,5% möglich. Da gibt es also eine Reihe von Ländern, wo man dies machen kann. Das ist auch alles mit dem deutschen Steuerrecht voll kompatibel. Das heißt, es ist auch nicht angreifbar durch das Finanzamt. Solange du dort eine lokale Betriebsstätte hast, dort arbeitest, dort lebst, eine richtige Wohnung hast, dann bist du auf der sicheren Seite. Ein Problem haben tatsächlich die digitalen Nomaden. Wenn du jetzt also so von Land zu Land ziehst, überall 2 Monate bist, keinen festen Wohnsitz hast, eine US-LLC hast und dann hier Beratung, Programmierung oder sonstige Leistungen erbringst, dann ist es tatsächlich aus deutscher Sicht nicht möglich, diese Einnahmen steuerfrei zu vereinnahmen, wenn du deutscher Staatsbürger bist und vor deinem Wegzug mindestens 5 Jahre lang in Deutschland gelebt hast. Wenn du nach deinem Wegzug aus Deutschland wohnsitzlos bist, fällst du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, wenn du sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte hast. Diese sind dann noch für 10 Jahre in Deutschland zu versteuern. Wir raten also allen Mandanten, sich einen festen Wohnsitz zu suchen in einem der steuergünstigen Länder und sich eben steuertechnisch möglichst sinnvoll, aber eben konform mit dem ausländischen Steuerrecht und auch dem deutschen Steuerrecht zu orientieren. Jedenfalls so lange, wie man hier noch vom deutschen Steuerrecht betroffen ist. Also, wie du siehst, 0% Steuern sind zwar theoretisch möglich. Ich würde sagen, es ist immer weniger möglich. Und natürlich hast du auch jetzt nicht unbedingt Lust, auf den British Virgin Islands oder den Bahamas zu leben. So schön das vielleicht klingt, es ist auf Dauer möglicherweise nicht der richtige Ort für dich. Wenn ja, dann natürlich eine tolle Sache. Ganz klar hast du aber im Ausland sehr attraktive Modelle in sehr attraktiven Ländern weltweit, um hier vielleicht mit wenigen Steuern, aber dennoch ein bisschen Steuern, dir ein rechtssicheres Modell für deine Zukunft aufzubauen. Wenn das etwas ist, was dich interessiert, dann würde ich dich einladen, ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Ich würde mich freuen, mit dir in der Beratung zu sprechen und dein Auslandsvorhaben näher kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.